Herzlich willkommen zu diesem Video über Achlein XP 2021, in dem wir Ihnen zeigen werden, wie Sie ein komplettes Projekt von Anfang bis Ende mit uns zeichnen werden. In diesem Video werden wir Sie vom Importieren der nötigen PDF-Dateien bis hin zum Export in ein IFC-Modell begleiten und es mit Ihnen Schritt für Schritt durchgehen. Um kurz den Ablauf zu erklären. Als erstes werden wir vorhandene PDF-Dokumente in Achlein XP importieren und darin weiterzeichnen. Im Anschluss daran werden wir uns um die Konstruktion in 2D und 3D kümmern. Als nächstes gestalten wir das äußere Erscheinungsbild des Projektes und zeigen Ihnen, wie Fenster, Tore, Randsteine und Markierungen eingefügt werden können. Des Weiteren werden wir Ihnen zeigen, wie Sie das BIM-Modell in Achlein live ziehen können, um es dort dann weiter zu bearbeiten. Zu guter Letzt exportieren wir das Projekt als IFC-Modell. Dort werden wir Ihnen demonstrieren, welche Einstellungen und Funktionen Sie auswählen sollen. Nun fangen wir damit an, dass wir Achlein 2021 öffnen. Als erstes spielen wir uns hier alle Dokumente ein, die wir für den weiteren Verlauf des Projektes benötigen. Dies kann wie folgt gemacht werden. Unter Datei, Import und dann wählen wir aus, was für ein Dateiformat wir gerne einspielen würden. In unserem Falle sind dies PDF-Dateien von den relevanten Grundrissen und dem Lageplan des Gebäudes. Dementsprechend wählen wir als nächstes Import von PDF aus und es erscheint ein Fenster, in welchem wir Einstellungen bezüglich dem zu importierenden PDF treffen können, wie wir hier sehen. Hier treffen wir unterschiedliche Einstellungen und bestätigen schlussendlich unsere Eingaben mit OK. Nachdem wir dies gemacht haben, erscheint uns ein Fenster, in dem wir mit neuen Ursprung platzieren auswählen. Als nächstes klicken wir an dem Ort auf dem Bildschirm, an dem wir den neuen Ursprung gerne hätten und das PDF wird uns eingefügt. Somit haben wir nun alle Dokumente eingefügt, die wir fürs weitere Vorgehen benötigen. Zuerst zeichnen wir die Wände in einem Gebäudeteil ein, indem wir unter Architektonische Elemente auf Wand gehen und dort die passende Außenwand wählen, um die Wände nachzuzeichnen. Dasselbe werden wir nun mit den restlichen Außenwänden machen. Hier können Sie sehen, wie die Zeichnung aussehen sollte. Hierzu habe ich das PDF im Hintergrund kurz entfernt. Das Gelände habe ich hier schon vorgezeichnet. Dies können Sie nachzeichnen, indem Sie unter Architektonische Elemente, Gelände auf Erzeugen und Erstellen bearbeiten gehen. Damit können wir hier die Punkte mit den geforderten Höhen setzen. Nun werden wir das Gebäude als 3D-Modell aufsetzen. Dies können Sie durch das Hammer-Icon in der Menüleiste unten leicht erstellen. Wie Sie hier erkennen können, habe ich etwas vorgegriffen und das Flachdach sowie das Satteldach schon mal vorgezeichnet. Um das Flachdach über den Gebäudeteil zu zeichnen, wählen wir unter Architektonische Elemente und Decke über Polygon aus und zeichnen die Außenwände des Bereiches ein, der ein Flachdach hat. Um die Attika noch zu erzeugen, setzen wir eine niedere Wand drauf. Um jetzt das Satteldach zu zeichnen, wählen wir Dach und Dach über Polygon, um wieder die Außenwände der Halle nachzuzeichnen. Hier verändern wir wieder das Dach nachträglich unter Attribute, wie wir es hier erkennen können. Somit haben wir nun die Außenhülle konstruiert.
die leere Außenhülle ein wenig zum Leben erwecken. Zuerst fügen wir dafür Fenster ein. Unter architektonische Elemente, Fenster, finden Sie eine Auswahl von unterschiedlichen Fenstern. Nach dem Platzieren können über das Bleistiftsymbol einige Einstellungen vorgenommen werden. Bei den Türen und Garagentoren gehen wir genauso vor. Das Geländer im Obergeschoss und der Windfang wurden auf dieselbe Art und Weise erstellt. Zuerst erstellen wir eine Wand mit den passenden Abmessungen, anschließend ändere ich das Material auf Glas und die Stärke der Wand. Der Zaun besteht aus Wänden. Bei diesen wird wieder das Material und die Höhe angepasst. Der Sichtschutz auf der einen Seite des Grundstücks wird mit dem Befehl Geländer konstruiert. Nun erstellen wir noch die Parkplatzmarkierungen. Dafür erstellen wir Balken mit den gewünschten Abmessungen.
Um das Logo auf der Wand zu platzieren, benutze ich den Befehl Bild auf Wand. Diesen finden Sie unter Interieur Objekte. Durch noch die Einstellungen anpassen und ein neues Material, das dem Bild entspricht, erstellen. Wir noch eine Fahne vor dem Firmensitz wehen lassen. Dafür erstelle ich den Fahnenmast mittels dem Befehl Säule und Unterzug. Für die Fahne benutzen wir den Befehl Verschattung und Stoffe und verwenden das Material, das wir bereits für das Firmenlogo erstellt haben. Vor dem Eingang soll noch eine kleine Grünfläche angelegt werden. Dafür verwende ich den Befehl Zone hinzufügen. Dieser ist bei Gelände zu finden. Ich definiere die Umrandung und suche mir anschließend das richtige Material aus.
Als nächsten Schritt wird noch das Material des Daches angepasst und Solarpaneele als Objekt am Dach platziert. Abschließend wird noch mittels Dekoration die Fassade am Hallenteil des Gebäudes erstellt. Nun ist unser Objekt schon fast bereit für die Weitergabe zu Achlein Live. Als nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie die letzten Schritte für die Weitergabe setzen. Unser Projekt ist nun fast fertig. Es fehlen nur mehr die letzten Details, bevor wir das Projekt in Achlein Live übergeben können. Die Beleuchtung des Modells durch das Sonnenlicht macht einen wesentlichen Bestandteil der Atmosphäre aus. Mit dem Nordpfeil können wir die Ausrichtung des Gebäudes bearbeiten. Das Modell basiert auf einer echten geografischen Lage und ist daher durch den wahren Norden definiert. Daher stimmen die Sonneneinstellungen mit der geografischen Lage überein. Unter dem Menü Ansicht können wir den Schatten ein- und ausschalten, sowie mittels Zeit und Datum den Stand der Sonne verändern, um den gewünschten Schatten zu erzeugen. Als nächstes schauen wir uns die Oberfläche der Objekte und Wände an. In Achlein werden Oberflächen unter sogenannten Render-Stilen gespeichert. Wenn wir im Design Center auf Render-Stile gehen, sehen wir alle vorhandenen Stile, die wir einfach per Drag and Drop auf die Oberfläche in dem Modell ziehen können. Wir achten hierbei auf die richtigen Einstellungen der Render-Stile. Dafür klicken wir auf die Oberfläche, anschließend auf Rechtsklick und dann auf den Befehl Material suchen. Hier sehen wir sämtliche Einstellungen des Materials, das wir nun manuell bearbeiten können. Anschließend fügen wir noch einen Anhänger als Objekt im Vordergrund ein. Dafür gehen wir auf die Objekte im Design Center, suchen uns das zuvor heruntergeladene Objekt aus dem Warehouse heraus und platzieren dieses ganz einfach per Drag and Drop.
Zuletzt ergänzen wir noch ein paar Markierungen am Boden und fügen an der Eingangssituation Logos hinzu mit dem gleichen Befehl wie zuvor. Nachdem jetzt alles eingestellt ist, können wir nun das gesamte BIM-Modell zu Achlen Live übergeben. Dies funktioniert über den direkten Link unter den Render-Einstellungen. Dieser Vorgang benötigt eine gewisse Zeit, da das gesamte Projekt als 3D-Animation neu aufgebaut und in Achlen Live geöffnet wird. Nun hat Achlen Live das gesamte Gebäude erhalten und das ist das erste gerenderte Ergebnis, das wir erhalten mit einer automatischen Belichtung, Hintergrund und Materialien. Wir sehen ganz unten auch alle voreingestellten Ansichten, die wir zuvor in Achlen erzeugt haben. Mit diesem Modell wollen wir nun weiterarbeiten. Zuerst wollen wir die Umgebung im Projekt verschönern und realistischer gestalten. Dafür haben wir im Navigator unter Materialien verschiedene Bibliotheken und darunter den Ordner Umwelt, den wir für das Gras verwenden wollen. Hier haben wir zum Beispiel den Rasen, den wir bei Drag and Drop in das Modell laden können, um das Gras realistischer ausschauen zu lassen. Und mit dem Alle-Instanzen-Modus können wir alle Grasflächen gleichzeitig definieren. Jetzt wollen wir noch zusätzliche Umgebungsobjekte in unser Modell einfügen. Wenn wir in den Objektnavigator gehen, sehen wir hier einige Bibliotheken mit Bäumen und Pflanzen, die die Umgebung noch lebendiger wirken lassen. Diese Objekte können wir einfach per Drag and Drop in die Umgebung platzieren. Wieder gibt es auch hier eine schnelle Möglichkeit, viele Objekte gleichzeitig zu platzieren. Sie können einerseits mehrere Objekte in einer Serie platzieren, indem Sie den Befehl fortlaufende Platzierung aktivieren, aber die noch schnellere und effektivere Möglichkeit ist der Laubmaler, mit dem Sie mehrere Objekte gleichzeitig in die Landschaft malen können. Um einzuschätzen, wie groß der Baum zum Beispiel in der Realität wäre, sehen wir in der Vorschau einen kleinen Menschen daneben, der uns die Dimension des Baumes einschätzen lässt. Weiters wollen wir die Materialien noch weiter bearbeiten und genauer definieren. Dafür klicken wir auf ein Objekt, zum Beispiel auf diese Wand, und können diese dann mit dem Befehl Material bearbeiten verbessern. Es öffnen sich die Materialeigenschaften der Wand, die wir jetzt nach Belieben verändern können. Helligkeit, Reflexion, Rauheit und so weiter können wir hier links einstellen. Sie sehen auch, welche allgemeine Materialart das Objekt besitzt und können dies nach Belieben anpassen. Zu guter Letzt fügen wir zusätzlich zu der Umgebung noch ein paar Menschen ein, um mehr Leben in das Rendering zu bringen.
Hier sehen Sie die fertigen Render-Ergebnisse. Zum Schluss wollen wir unser komplettes Modell als IFC-Datei exportieren. Dies ist vor allem hilfreich bei einem Projekt, das mit mehreren verschiedenen Zeichenprogrammen bearbeitet werden soll. Dafür gehen wir auf Datei, Export und anschließend auf IFC, wählen dann den entsprechenden Speicherort aus und bestätigen. Es öffnet sich ein Fenster mit den Exporteigenschaften, in dem wir Objekte ganz einfach ausblenden können. Hier können wir unterschiedliche Einstellungen treffen und bestätigen schlussendlich unsere Eingabe mit OK. Somit haben wir nun einen erfolgreichen Export durchgeführt und sind am Ende unseres Videos. Vielen Dank für Ihr Interesse und gutes Gelingen!